Geburten sind ein faszinierendes und unvergleichliches Ereignis, sowohl bei Tieren als auch beim Menschen. Doch manche Geburten verlaufen anders, als man sie erwartet hätte. So auch in der heutigen Geschichte. Die unglaublichen Szenen spielten sich im Mai letzten Jahres auf einer australischen Rinderfarm ab. David und Julie Ingram waren erfahrene Viehzüchter, die sich in ihrer Gegend in Bonang, East Gippsland etabliert hatten. Die Farm war sehr erfolgreich und ein fester Bestandteil der Nachbarschaft. Sie verfügten über ein großes Wissen über Rinder, und benachbarte Farmen konnten sich glücklich schätzen, solch erfahrene Leute in der Nähe zu haben. Das Paar half vor allem bei der Geburt neuer Rinder. Häufig wurden sie gerufen, um bei anderen Tiergeburten in East Gippsland zu helfen. Das Jahr verlief sehr gut mit erfolgreichen Geburten in der ganzen Region. David und Julie hatten das besondere Glück, auf ihrem eigenen Betrieb bereits 8 Kälber erfolgreich zur Welt gebracht zu haben. Als David erfuhr, dass eine weitere reinrassige Hereford-Kuh trächtig war, war er begeistert. David und Julie begannen mit den typischen Vorbereitungen für eine trächtige Kuh. Sie überwachten sie genau und achteten besonders darauf, dass sie sich wohlfühlte und gesund war. Anfangs lebten alle Rinder gemeinsam im Hauptstall des Betriebs, in dem mehrere Generationen von Kühen lebten. Nach ein paar Tagen bemerkte Julie jedoch, dass sie sich etwas träger als sonst verhielt. Sie fraß weniger und schien sich unwohl zu fühlen. Also wurde die Kuh aus dem großen Stall herausgenommen, um etwas Zeit für sich und Ruhe zu haben, während sie darauf wartete, ihr Baby zur Welt zu bringen. In der Nähe des Bauernhofs gab es eine kleine Scheune, in der sie die trächtige Kuh unterbringen konnten. Hier konnte sich die Kuh ungestört auf ihre Geburt vorbereiten. Sie bekam ausreichend an frischem Wasser und Futter und sie schien sich an dem neuen Ort wohlzufühlen. Die Trächtigkeit hatte also einen guten Start. Doch nach einigen Wochen sollte sich das Blatt wenden. Die Kuh fing an, täglich große Mengen an Futter zu fressen. Außerdem war sie seit ihrem Umzug in den kleineren Stall beträchtlich gewachsen. Wäre das Paar neu in der Landwirtschaft gewesen, wären sie angesichts der schnellen Veränderungen ihrer Kuh vielleicht in Panik geraten. Glücklicherweise waren David und Julie sehr erfahren und sie hatten sofort einen Verdacht, was die Ursache für ihren ungewöhnlichen Appetit und ihre Gewichtszunahme sein könnte. Angesichts ihrer Größe und ihrer Veranlagung begann Julie zu vermuten, dass sie mit Zwillingen schwanger war. Es ist nicht unbedingt ungewöhnlich, dass Kühe Zwillinge gebären. Allerdings ist es auch nicht sehr häufig. Die Wahrscheinlichkeit für solch ein Ereignis liegt etwa bei 2%. Doch dieser Fakt war lange nicht das Ungewöhnliche an dieser Geburt. Was später folgen sollte, würde auch die erfahrenen Farmbesitzer nicht kalt lassen. Doch zunächst ahnten die beiden von all dem nichts und gingen ihrer Routine nach. Das Paar war davon überzeugt, dass sie mit ihrer jahrelangen Erfahrung im Gepäck gut gerüstet waren, um diese Aufgabe zu meistern und die Kuh bis zur Geburt souverän zu begleiten. Die Zeit verging und der Bauch der Kuh wuchs weiter an. Schließlich kam die Zeit der Geburt. Nach dem 8. Monat beobachteten David und Julie die Kuh genau. David hielt es für klug, schon einen Monat früher nach Anzeichen für frühe Wehen zu suchen, denn wenn die Kuh Zwillinge bekam, war es sehr wahrscheinlich, dass die Geburt früher stattfinden würde. Zwillinge kommen oft ein paar Wochen eher zur Welt. Nicht lange nachdem David und Julie begonnen hatten, die Kuh so genau zu beobachten, sahen sie die Anzeichen, nach denen sie suchten, dass die Wehen einsetzten. Die Nachbarn, die mehrere Farmen entfernt wohnten, konnten die Ereignisse dieser schicksalhaften australischen Nacht hören. Die Geburt war lang und schwer. Nach einiger Zeit war das erste Kalb bereit, das Licht der Welt zu erblicken. David half mit seinen behandschuhten Händen, das Tier herauszuführen, während Julie sich darauf konzentrierte, es der Mutter so angenehm wie möglich zu machen. Das Paar schrie vor Freude, als es ein gesundes Kälbchen sah, das David sanft in den Händen hielt. Julie nahm das Baby, um es zu säubern, und bot ihm etwas zu trinken an. David blieb bei der Mutterkuh, säuberte sie ein wenig und lobte sie für ihre bisherigen Bemühungen. Dann machte er sich bereit für ein weiteres Kalb. Julie kam ein paar Minuten später zurück, gerade als David laut darüber nachdachte, ob sie sich in Bezug auf die Zwillinge geirrt hatten. Vielleicht war es nur eine schwierige Schwangerschaft gewesen, die ihren Appetit stärker als sonst gesteigert hatte. Julie setzte sich neben David, um ihm bei seinen Überlegungen beizustehen, als sie von einem Schrei der Kuh unterbrochen wurden. Gerade als sie dachten, ihre Arbeit sei getan, schien ein weiteres Baby bereit zu sein, die Welt zu betreten. David spürte, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen, und Julie lachte leicht über seine Sentimentalität. David und Julie kehrten schnell an ihre Plätze zurück. Der Bauer hinten und seine Frau beim Kopf der Kuh. Nach einigen Minuten des Pressens wurde ein weiteres Kälbchen geboren. Gut gemacht, lobte Julie die Kuh. Und David brachte das Baby hoch, damit die Kuh es sehen konnte. Was für ein absoluter Erfolg. 2 gesunde Babys, ein männliches und ein weibliches, wurden in dieser Nacht sicher zur Welt gebracht. Und die Mutter sah so aus, als würde sie sich vollständig erholen. David und Julie setzten sich wieder ins Gras und hielten jeweils ein Baby in der Hand. Sie dachten, ihre Arbeit sei getan, doch schon bald sollten sie eine erstaunliche Überraschung erleben. In der schwindelerregenden Ruhe nach der Geburt der Zwillinge schiebt die Kuh ihre Babys auf sehr seltsame Weise weg, als sie versuchten, sich ihr zu nähern.
Julie dachte, dass sie vielleicht säugen wollte, aber die Kuh blieb in der gleichen Position wie bei der Geburt. Sie schien in Not zu sein, was sehr verwirrend war, wenn man bedenkt, wie gut die Geburten verlaufen waren. David gab die Kälber beiseite und ging zu dem Muttertier hinüber, um sie zu untersuchen. Was er dann sah, schockierte ihn zutiefst. David beugte sich vor, um nachzusehen, was los war. Dann bemerkte er, dass die Kuh noch nicht fertig mit der Geburt war. Er schrie, um die Aufmerksamkeit seiner Frau zu erregen. Anschließend machten sie sich an die Arbeit. Schnell zog sich der Mann neue Handschuhe an, während die Kuh vor Schmerz weinte und wimmerte. Julie setzte sich ebenfalls in Bewegung, um die Kuh zu stützen und zu trösten. Völlig geschockt führte das Paar seine Kuh durch eine dritte Geburt. David und Julie jubelten. Sie haben Drillinge. David konnte sich nicht zurückhalten und rief immer wieder, Drillinge, und alarmierte damit alle Nachbarn. Doch damit endet die Geschichte noch nicht. In einer verblüffenden Wendung war die Kuh mit ihrer Geburt noch nicht fertig. Unter euphorischen Tränen und freudigen Ausrufen halfen David und Julie bei der Geburt eines vierten Babys. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Kuh Drillinge gebärt, liegt bei etwa 1 zu 10.000. Die Chancen für Vierlinge waren noch einmal erheblich geringer. Mit großer Erleichterung sahen David und Julie, wie ihre Kuh schließlich in einen friedlichen Schlummer fiel. Nach der Geburt des vierten Babys sollte sich die Mutter vollständig erholen, und die Farmfamilie wuchs in einer einzigen Nacht um 4 Mitglieder. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere kostenlos den Kanal. Eine ebenso unglaubliche Geburt erlebte eine Besitzerin eines Pferdes in England. Sie konnte ihren Augen nicht trauen, als sie sah, was ihr Pferd gebar. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.